halt so, ja, das zweite Event ist schon eher schlechter. Was mich am meisten an solchen Events stört, ist, warum kann man das nur einmal am Tag, beziehungsweise, dass die Menge der Items limitiert sein soll und man nicht mit einem Event quasi das komplette Lifestyle-System aushebelt, indem man so viele Materialien bei einem Event farmen kann, dass man niemals tatsächlich farmen muss. Das verstehe ich schon. Aber man kann ja diese Supply-Boxen, 10 Stück braucht man davon, nur einmal am Tag bei den, also ich denke mal, das geht für alle Bürgermeister zusammen, einmal am Tag. Correct me if I'm wrong, aber selbst wenn es bei jedem Bürgermeister ginge, wäre es ja trotzdem limitiert auf eben einen Tag und du musst es jeden Tag machen. Und ich denke mir halt so, die Menge ist doch sowieso limitiert und du musst ja sowieso farmen. Und ja, damit bewegen sie dich halt dazu, dass du nicht nur an einem Tag farmst oder online bist, sondern an jedem Tag. Aber ich meine, Fly Universe hat schon so viele Aspekte, wo es sich lohnt oder wo man eigentlich jeden Tag online gehen muss. Ich glaube kaum, dass jemand, der jetzt das Event komplett mitnehmen wollen würde und sonst niemals online ist, dass er sich die Mühe dann überhaupt machen würde. Also ist, denke ich mal, schon ein eher unrealistisches Szenario. Und so musst du halt quasi jeden Tag tatsächlich zu dem Bürgermeister, zu einem Bürgermeister wahrscheinlich gehen und die Questies tatsächlich abgeben. Und du kannst nicht einfach am Ende vom Event alle Items auf einmal umtauschen, so wie es bei Fly PC immer früher war. Du farmst das gesamte Event, die vollen 4 Wochen, 5 Wochen, 2 Wochen, whatever. Und am Ende gibst du alle deine Items ab, holst deine Boxen und machst Box-Opening. So war es immer Standard. Und jetzt musst du halt jeden Tag online gehen. Du musst jeden Tag, selbst, also du kannst trotzdem an einem Tag die Items farmen. Das haben sie dir nicht weggenommen. Aber du kannst sie nicht an einem Tag abgeben. Und ich finde halt, das ist irgendwie das Gleiche. Also wenn man mich fragt, ist das eigentlich das Gleiche. Ja, bei der Version, wie wir es jetzt haben, die ätzende Version, wo du gezwungen wirst, jeden Tag online zu gehen und jeden Tag einzutauschen. Da hast du halt diesen, wie gesagt, Aspekt, ja, der Spieler muss tatsächlich jeden Tag online kommen und damit bewegen wir ihn halt mehr zu spielen und wenn der Spieler mehr spielt, dann verdienen wir mehr Geld oder keine Ahnung. Wobei ich das jetzt mal wirklich stark bezweifle, dass jemand, der es dann wirklich machen würde, nicht sowieso schon jeden Tag online ist. Also, worauf ich hinaus will, ist, ich denke nicht, dass sie dadurch irgendjemanden bewegen, der nicht sowieso jeden Tag spielt, nur dafür jeden Tag online zu kommen. Das glaube ich einfach nicht. Und wenn doch, dann trifft das vielleicht auf 5 Leute zu oder so. Alle anderen machen es einfach, wenn sie online sind und wenn sie nicht online sind, machen sie es halt nicht. Oder sie sind eh schon online. Fertig. Und dann könnte man es auch einfach für die Spieler angenehmer machen. Du hast immer noch das Eintauschlimit von maximal 28 Mal. Also du kannst dann quasi 280 Supply-Boxen pro Char abgeben. Und kriegst dann eben diese 28 Bürgermeister-Boxen, whatever. Nicht, dass die überhaupt gut wären, die sind eigentlich eh nicht so gut. Also das Event ist ein schlechtes Beispiel, weil das Event eigentlich sowieso wahrscheinlich von den meisten Leuten eher ignoriert wird oder es nicht so ultra interessant ist. Aber es geht ja mehr ums Prinzip. Bei anderen Events ist es ja teilweise auch so und es geht ja mehr darum, dass es halt immer so ist. Das finde ich halt... Also wie gesagt, ich kann schon grundsätzlich verstehen. Ich meine, grundsätzlich versteht man theoretisch alles, was einen Publisher oder einen Entwickler macht. Also, oder man kann sich denken, warum sie es machen. Aber ich meine, manchmal muss man doch einfach mal Entscheidungen treffen, die zugunsten der Community gehen oder der Spieler. Und nicht immer nur auf sich selbst sozusagen. Das Event lohnt sich nicht. Nee, wie gesagt, das Event ist leider ein schlechtes Beispiel, weil es sowieso kaum jemand machen wird. Weil wenn du keine... Und ich meine, das ist eh das Nächste. Du hast jetzt diese Boxen, diese Supply-Boxen. Und an für sich ist das, glaube ich, relativ heftig. Vor allem die A-Supply-Box ist, glaube ich, schon nicht schlecht, wenn du schon das nötige Mastery-Level hast oder Crafting-Level, um auch wirklich hochwertige Sachen herzustellen und so. Ich glaube, dann ist es schon nicht schlecht. Oder halt, wenn du schon höhere Prozentchancen und so weiter hast durch eine höhere Mastery, dann ist das an für sich, glaube ich, schon nicht schlecht, weil du kannst jetzt halt einfach ganz normal Monster farmen oder jeden Tag ein bisschen leveln oder ein bisschen Party ziehen oder whatever du so machst. Oder sogar Dungeons, ist ja egal, man droppt ja überall Event-Items. Und kannst dann diese Boxen farmen. Und theoretisch wäre es schon cool, weil du würdest Lifestyle-Materialien farmen, müsstest aber nicht Lifestyle farmen,
Und das ist ja quasi das, was man sich wahrscheinlich wünschen würde. Aber das ist ja einfach nur eine riesige Lucky Box dann, diese Supply-Boxen, wo alle Materialien drin sind. Das heißt, wenn du jetzt schmieden willst, du bist nur an Smithing interessiert, dann hast du keinen Bock, dann willst du keine Fische bekommen und keine Kochzutaten. Und genauso, wenn du kochen willst, willst du keine Möbel, also keine Carpentry-Sachen und so. Und das ist ja einfach nur eine riesige Box, wo alles drin ist. Und das ist halt auch wieder so, hätte man sich dadurch zumindest die Mühe machen können, dass man verschiedene Boxen macht oder so. Also verschiedene Supply-Boxen quasi, die man vielleicht sogar gegeneinander austauschen kann. Also eine Fishing-Box kannst du gegen eine Carpentry-Box eintauschen und so. Also auch da hätte man durchaus nochmal einen Schritt weitergehen können und sagen können, hey, ihr kriegt zumindest die von eurem Beruf sozusagen, der euch interessiert oder den ihr machen wollt. Aber so hast du jetzt einfach nur dann Lucky Boxen, wo literally alles drin ist. Und das heißt, die Items, die du wirklich willst, kriegst du dann halt wieder nur aus 10% deiner Boxen oder 20% deiner Boxen. 25% deiner Boxen wahrscheinlich. Und das heißt, die 75%, wenn die dich wirklich gar nicht interessieren, kannst du dann eigentlich wieder wegschmeißen. Und grundsätzlich ist halt, wie gesagt, komisch, dass man von dem ganzen Event eigentlich nichts anderes bekommt, außer die Materialien. Und von diesen Bürgermeister-Supply-Boxen bekommst du relativ schlechte Power-Ups, sag ich mal. Also diese Goldwork-Dinger sind okay. Die Fishballs, naja, sind auch okay, aber die Menge ist halt nicht okay. Weil du kannst es ja, wie gesagt, nur einmal am Tag machen. Und das heißt, du bekommst pro Tag nur eine Box. Das heißt 29 Boxen pro Char. Das ist extrem wenig. Das heißt, du kriegst im besten Fall, wenn dich Goldwork interessiert, kriegst du 29 mal Goldwork. Wenn dich Fishballs interessieren, kriegst du 29 Fishballs. Ja, Alter, 29 Fishballs. Der längste Fishball hält 15 Minuten. Außer du stirbst, dann ist er weg. Hält 15 Minuten. Mal 29, das ist halt gar nichts. Das sind halt ein paar Stunden Leveln und die Dinger sind wieder weg. Also das ist halt... I don't know. Hätte man schon noch ein bisschen ausbauen können, das Ganze. Aber am meisten, wie gesagt, sind es eigentlich die Sachen, die ich davor schon gesagt habe, zu dem Umtauschen, täglich online, pipapo.